Goed, Maurice. Welkom hier. Ik freue mich, dat du hier bist en dat ik hier kom met die toep zijn. Van de gelegenheid had ik neem zelfs hem zijn steden aan van denen en dat gaat mir ook schijn. Ik freue mich dat ook. En we willen aan God zijn woorden aanchecken. Ik zou denken, nou wat veel te reden. Ik zijn aan verschillende tijden ben en in het leven en mijn gedanken. Ik kom op eenmaal aan wat na en dan denk ik aan wat ze in zich aan van stoot. En zo dan predik ik was het dan nu, manchmal valt ik me zo kan ik ook feilen. Heb ik een burden, dit is wat het te predigen valt, andermaal niet zo klaar. En dat als je ook aan doen, God zijn woord heeft veel ben. En ik wil je van delen wat met wat mij wichtig is aan mijn in het leven. Heb een grote andernis gemerkt aan mijn leven, dus ik geleefd heb. En vielleicht hen dient ook. En die was vielleicht zo denken, nou, die predigt nu wat mij goed fehlt. Dat heb ik al längst al beleefd en zo, mij fehlt dat niet. Maar da kan ik gleich sagen, hier is eenmaal einer, wem dat krijgt aan het fehlen dat. Zo, daarop vertrouw ik en daarop red ik. Voor we in onze boodschap gaan, waar we beten, waar we ons opneigen te beten. Himmlische Vater, dankzij voor deze dag, dankzij voor die genade, wat over ons is, wat over ons dagen dat. Dankzij dat u ons leeftolig bent. Du sagst in die woord, die genade hier helemaal niet op. En zo, daar dank we die voor. Ik dank die voor iedereen wat hier is. En ik bid dat u met die Jezus aan ons schaffen. En ook aan mij wil schaffen, dat we kunnen jeder einzeln en ook alle taub dat doen wat du was haben en wat du beschikken was, dat we kunnen op die weg kijken. We beten voor alle wat krank zijn, voor alle wat zich niet goed voelen. We beten dat u heilung geven. We beten voor alle wat thuis zijn en horchen. Wirst du Erntegloten antworten, dat du door dich bist, dass du sagst, du bist jeder einem, du bist nur und jeder einem. En help ons dan ook ons God die ganz op te gaan, dat u kost aankomen en daar ons leven kost. Dat is ons gebed van de ons, maar in Jezus zijn naam. Amen. So, we hadden some fijne Lieder gezongen. Ein Lied, wat we zongen, dat we op Englisch zongen we dat, wat zei op Diep sagt dat Leute folgen vertrauen. Dat meint, Jezus ging rondgaan en ook op hem vertrouwen. Eigenlijk wat ik mij later tijd als klaar geworden, oder klarij geworden, wat ik gelezen heb, ik heb het niet in vers nu, ik kijk van der und dat, aber dat wanneer ik en du, wanneer er is weer God vertrouwen dat is voor den mens een schutz. God kijkt naar die, God beschützt, God helpt die, wat op hem vertrouwen. En die wat naar hem kijken doen, hij helpt die. So, in andere woorden, we kunnen zeggen, God neemt responsibility. God neemt verantwoording voor die wat hem vertrouwen doen. Die wat leven op hem schmieden doen. Die wat hem hingen gaan, voor die neemt God verantwoording. Krijg je van du met een kind, of krijg je van du met zes taub. Yes, en du best de leider. Je gaat vielleicht eerst voor, we moeten zijn, een voerder, je hebt daar een duipet schnee met zijn kleine jongen, we kunnen zeggen, wel, wanneer antwoord naar de kind krijgen een voetstap hieran, dan moeten we zeggen, wel, dan wird der Führer sich da alle verantwortlich merken, ist von der Jungen, der ein einziger Beziehdraum und der Spiel, nicht? Weil dann auch, aber das ist so, ich und du, nur Gott checken, wenn wir uns ganz auf Arm vertrauen, ganz auf Arm verloren, er übernimmt sich uns. Und dann sage ich, auf ein besonderer Weg, dass wir am Gehirn tun, so sieht mir das. Wenn wir so ein anderer wird, was die Bibel lernt, das ist, wenn wir Gott vertrauen tun, das ist ein Schutz für uns. Es ist nicht bloß, dass er das will haben, das ist für uns selbst gut, wenn wir das tun. So, die sagen das Leute, Gott nur fallen und am vertrauen. Und andere Leute, was wir manchmal gesungen haben, das heißt, Jesus führt mich aller Wegen. Das meint, sag ich bloß, Jesus führt mich alle Wegen. Und so kann ich das glauben, dass Gott alle Wegen ist. Er ist alle Wegen. Ich glaube, viele sind noch reden davon, dass Gott ist jeder einem dich bei. Als wir das wollen haben oder nicht. Als wir für ihn leben oder nicht. Gott ist nur und jeder Mensch, er schafft mit jeder Mensch
wat der Mensch anders ganz hart auf sein, dann wird je abhören, sind glaube ich giftet, aber das ist bitter gewöhnlich. So, ich kann sagen, wir können das von uns annehmen, Gott ist nur und jeder Mensch, und er führt uns, er lehrt uns, er will uns, ob sie eine Seed haben, er will uns, dass es für uns auch ein Sehen wird sein. Und wir wissen, dass das Leben von Beten, das weit je, kriegst du sogar das Eck, oder noch besser Leben, das üdliche Leben der Umstände, wo wir sind, das fällt sich nicht immer schein, das ist auch manchmal nicht schein. Und aber doch, wenn ich die kann antworten, weil dass Gott nicht bei ist, dass Gott mit uns ist, da merkt ein sehr großer Unterschied. Und auch wenn wir alles fein ist, dann merkt auch einen Unterschied. So, Gott ist nicht bei uns, Gott will uns den Schutz geben, von dass wir uns auf Arm schmieden, dass wir an Arm vertrauen. Meine Frau, was ich für die habe, für uns von uns morgens ist, kannst du ausschwimmen? Kannst du ausschwimmen? Wer ganz vollem Horten für Gott leben wird und wem das schuld ist. Hast du mal wem von dir hier reden? Oh, ich habe mich mal bekehrt, ich habe mich ganz Gott übergeben und ich habe mich ganz Gott handgegeben. Aber das ist mir sehr schuld, dass ich das mal getan habe. Kannst du so ein Mensch dort? Okay, so, wieso haben die dann manchmal schwor, das zu tun? Wieso haben die dann manchmal schwor, das zu tun? Wenn wir kein Mensch kann, was das Leid ist, dass er sich auf Gott vertrauen wird, wieso fährten die dann manchmal mit Gott? Das ist die keinmal. Ich habe dass ich ein bisschen mit Gott fährten, und wieder in der Vergangenheit habe ich gesagt, ich mit Gott fährten, das hielt sich grob, aber das wir nicht mit Gott schaffen, dass uns Gott nicht viel ütet. Und ja, vielleicht haben wir das so an, dass wir mit Gott fährten. Wieso fährten die mit Gott, wenn wir das weiten, und die Bibel das sagt, wie Gott als Schutz, wie Gott, er wird uns halten, Gott, er wird uns, die Bibel, Jesus sagt zu den Menschen, Tim, ich will ihnen Leben jetzt Wutter geben, mein Wort, das ist ein Leben jetzt Wort, reicht ihr noch? Und wenn wir das nicht von anderen Menschen können, dass das schuld ist, wieso struggle wir damit, wieso do wir das manchmal? Naja, ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist, wenn wir haben Trouble mit Vertrauen. Ich glaube, wir haben Trouble mit Vertrauen manchmal. Ich habe manchmal, und vielleicht hast du auch, und ihr sagt, was wir Trouble haben mit Vertrauen, das ist einig, wir können nicht sein. Wir sind menschlich, wir checken nur die Dinge, was wir sein können, was wir hören können, was wir schmecken können. Die Dinge, was körperlich sind, irdisch, fleischlich, nur die Dinge, da werden wir uns nur zurechten, dann haben wir Klarheit, dann weit wir, was wir sind. Aber wenn es sich um Gott geht, wenn es sich um geistliche Dinge geht, wenn es um eine Zukunft geht, was wir nicht krank sein, wenn es um Dinge geht, was wir nicht checken, wird es schaffen wird, dann haben wir Trouble mit Vertrauen. Das ist ein Ding. Ein Ding ist, wie some von uns haben vielleicht auch alle haben belebt, dass wir wollen das einmal an, dass Menschen ja auch nicht zu vertrauen. Wir haben gedacht, das ging, aber wir einmal an, das geht nicht. Und dann gehen wir eine Täschung durch und dann, okay, dann von da wieder, dann haben wir ein bisschen mehr Trouble mit Vertrauen. Und so, wir kämpfen manchmal mit Vertrauen und auch mit Gott Vertrauen. Und so, aber Gott, das ist ein Ding, was wir dann sollen, das ist ein Ziel merken in unserem Leben, um Gott kennenlernen. Das ist, wenn wir Gott kennenlernen, so viel alle Ecken, die Gott kennenlernen, wo wir an, das am Jette vertrauen. So viel mehr Ecken, die mit Gott taub gehen, so viel mehr Ecken, die mit am taub leben, dann haben wir mehr und mehr Dinge, wie wir können zurückchecken und zurückweisen. Guck mal, dort ist Gott mir da und da geführt. Dort und dort, wie man steht, da wüsste ich mich selbst nicht durch und Gott hat mich geholfen. Wenn wir in der Zukunft angucken, dann müssen wir vertrauen. Und manchmal scheint es ganz schwierig, wenn wir hingucken in unser Leben, wo wir das getan haben, dort können wir sein. Guck mal, da schafft das. Gott geht zu vertrauen. Und das ist die Schuld, wie wir in die Band sind, ist Gott zu vertrauen geht oder nicht. Und so, weißt du dir das, dass du Gott vertrauen? Weißt du dein Leben ganz ab Arm abzuschmieden, dass heisig und kämmern wird, dass das Leben wird so führen. Und das kann verschiedene Dinge sein. Manchmal fährt wie mit Gott über bloß Dinge, die in uns Leben sind, der Umstände in uns Leben. Wir sagen, na Gott hat das dort geführt und wir strugglen damit. Uns ist das nicht dienlich, uns ist das schuld, aber immer, wir können das nicht verstehen. Und wir fährten damit. Wir würden vielleicht sagen, oh, na, ich fährt mit Gott darüber, aber innerlich kämpfe ich damit. Und das ist ganz normal, wenn wir mit so einem Ding kämpfen machen, aber dann werden wir auch kämpfen damit, dann werden wir das durchfährten, das durcharbeiten.
En, aber das ist ein Ding, wo wir manchmal, hey, wir würden können sagen, ich fährt nichts zu denken mit Gott, because das Ding sind Ding, was ich nicht eingestellt habe. Und wir vertrauen, dass Gott lädt uns alle wehen, und Gott ist alle wehen, so dann habe ich einen Kampf mit so einem Ding. Und wenn ich nicht kann mit einem Taub schaffen, dann kann ich sagen, hey, ich fährt mit Gott. Some Menschen, die fährten mit Gott, wenn sie nicht so leben, als er will haben. So, groß reden wir von den Umständen, aber die sind auch Menschen, die leben anders, als was Gott will haben. Und so, das ist ein Weg von mit Gott fährten. Sie wissen das, weil das ist ich hier da, oder ich kann nicht wohl, ich kann das dort, oder ich kann das dort. Und so dann fährt ich mit Gott. Ich tue nicht dort, was ich weiß, Gott will haben. Das ist auch eine Sorte Unfrieden mit Gott zu haben. Oder wir haben Anstellungen und Feilungen an uns hört, was nicht reich sind. Das kann ein Ding sein, das kann viele Wege sein. Vielleicht sind mir auch rechte Dinge zu wichtig. Kann sein Geld, kann sein, was die Menschen von mir holen. Kann alle Sorten feine Dinge sein, was mir wichtiger sind als Gott. Reden wir vielleicht mal ein bisschen von, Gott will allein uns Gott sein. Oder er wird allein uns Gott sein. Er wird nicht mit wem taub Gott sein. So, dann, wenn ich andere Jahre in meinem Leben habe, nicht so, dass ein Weg von mit Gott fährten und ich bloß einfach direkt einen Sinn an mein Leben tachlassen und bloß careless sein damit und nicht viel davon merken und das bloß tachlassen und da bloß beim Leben unter jen zu schaffen, das ist auch ein Weg von jen Gott fährten und so sind da viele Wege, da würden auch noch mehr sein, was wir würden können. Aber so, das sind negative, düstere Dinge, die hat nicht mal schein, über zu denken. Mir ist nicht so wichtig, wo ich kann du mit Gott fährten. Vielleicht hast du auch so Gott mit dir, aber vielleicht hast du wer mit Gott ein bisschen struggling hat. So, das ist mir nicht so wichtig, wo wir mit Gott strugglen, wo ich du mit Gott fährten. Von der und an wird das bloß einfach so, weil es dort ist, glaube ich, machen wir das. Jeden den Heiligen Geist oder am nicht anlassen, was wir kriegen, ist nicht so wichtig, ist, wo wir eingestellt sind, oder dort wir das tun. So, wo wir kriegen strugglen, das glaube ich nicht, das ist auch wichtig, aber das ist nicht so wichtig, ist dort wie jen, auf einmal, wenn er wird sein, wo Gott, das reicht, einen Kampf hat. Und dort hielt sich so schon, aber das gibt so, und wir haben alle vielleicht was von dort belebt. Wir haben an der Bibel Geschichten von, wo Menschen haben mit Gott gestruggelt, wo das wo sich das haben rumgenommen und was sie belebt haben. Irgendwie der Prophet Jona, der ist kann wie vielleicht alle, das Buch Jona im Alten Testament, wenn du die in der Bibel hast, wo wir das einfach lesen. Dort ist eins. In der andere, von was wir wollen ein klein lesen, dass wir der Apostel Paulus, das wir am Kern, haben wir einen Mann, da fingen wir eine Apostelgeschichte nehmen, und da werden wir auch was von lesen. So an der Bett steht im Jona-Brief und auch eine Apostelgeschichte, Kapitel 9, glaube ich. Also dort wir wollen auf der Bett steht und was lesen. Von der beiden Mann. Wir ein beiden Mann, was mit Gott kämpfen, was jeden Gott fetten, würde ich gerne sagen. Auf verschiedene Wege oder in verschiedene Umstände. Wenn wir uns mal an der Apostelgeschichte Kapitel 9 lesen. So, Paul sein Leben, das heißt, jung wir, weit wir nicht so viel von. Wir wissen dort, wir glauben dort, wir von einer vornehmen Familie, weil die Bibel sagt, wer sind Lehrer wir, das heißt alle wir. Und so, zu der Zeit können ja nicht alle Menschen nur zur Schule gehen, das ist von der und aus. Und so, dort sagt dann so viel, er wird wahrscheinlich sein von einer vornehmen Familie gewesen. Er wird von einer Familie, die mit der Religion, mit der jüdischen Tempel glauben, was sie haben im Alten Testament. Er wird ein Pharisäer. So, von der Vornehmen, er wird nicht das Hingerste. So, er wird nur krank, er wird nur scharf, er kommt das Ding nur. Und er hat viele Dinge, was gut werden an sein Leben irdisch gedacht. Und so haben wir auch ein junger Mann, was Gott hat viel geschenkt. Er hat viel gegeben, dass er schaffen kann. Und so das ist, was er tut. Haben wir ein mutiger Mann, was wir können sagen, was so gut ist, na wir glauben, so gut ist er für Gott schaffen tut.
En so wat hij denkt, dat als Jezus weer, wat hij über Jesus denkt, dat hij kan Jesus nicht mit Gott topknijpen. Wie arm wie Jesus ein falscher Prophet. Und da muss Jünger schaffen. Da wären so viele Menschen, die sich bekeert haben zu Jesus, dass wir am Stecher sind, dass Gott allein ist, wie Lats von haben. Gott wird allein Gott sein. Hier ist nicht einer, ein Mann, der sagt, hey, als Gott ihn sehen. Dort stimmt nicht. Ich habe nicht Tachlo und so Saul, als ein Pharisäer, als ein vornehmer junger Mann, auf seiner Hort, jen des Glauben, jen des nie war geschafft. Und aber Gott sagt dort, Gott hat nicht viele Menschen so dreist und so direkt anwenden, als Paulus tut. Aber Gott, wenn Gott ein besonderes Werk hat zu tun, wenn Gott ein besonderes Ding hat zu tun, der schafft er hat, er versiegt dort zu tun. Und das ist in mir und dein Leben krass so. Gott hat Dinge, was er beschenken will mit uns, und durch uns, er sagt, er hat uns für eine Ursache gemerkt, und man kann nicht nur dort nur leben, dass er Gott, er will Dinge beschenken, so er wird an uns schaffen, was er uns da noch ankriegen hat. Und so, wenn die nicht mehr dort schaffen, das sollte ich von denen denken und das mit Gott fährten. Nicht so, wenn wir mal lesen, Apostelgeschichte 9, wo Gott das junge Mann umdrehen. Ich sage, junger Mann, ich glaube, er wird noch nicht so alt gewesen, aber wir immer sehen alle wie eine jüngere kommt, lesen wir es dort, Vers 1. In Apostelgeschichte 9 sagt er, soll aber schnauf noch einmal sich und treibt den Herrn seine Jünger zu morden. So, das wird von Mann Heide. Er hat die Power und er hat dort an sich dort zu wehren und er treibt die zu morden. Man meint, Menschen kommen wen am. Es hat die Salz auf gebracht, weiß ich nicht, aber er treibt die Verfolgung. Er ging hohen Priester und früh an nur Brief an die Judenschulen in Damaskus, dort wenn er durch irgendwem auf diesem Weg funkt, das meint erst Christen funkt, heute haben sie dort noch nicht. Christen sind auch noch bloß Menschen, die auf den Weg wären. Jesus hat gesagt, ich sehe den Weg und die Wahrheit in das Leben. So Menschen, die von den Weg wären, auf Jesus sein Weg, das ist nur, was er segnet hat. Und da will er anbringen, weil Jesus wie ein falscher Prophet in Paulus seine Uhren. So, das ist, was er sagt. Und früh am den hohen Priester nur Brief an die Judenschulen in Damaskus, dort wenn er da irgendwem auf diesen Weg funkt, auf Manna oder Frühes, hat er dann können gebunden nach Jerusalem bringen. Und als er auf dem Weg wir, so das meint nicht den Weg Jesus hängt an, das meint auf den Weg nur Damaskus, die Christen dort zur Verfolgung, als er auf den Weg wir in Norden nach Damaskus kam, scheint mit einmal plötzlich ein Licht vom Himmel über arm. So hier wie ein Mann, das hat verstanden, sagt er, dort reicht es, dass er das kann bechecken. Und sei er ivrig, dort. Und sein Hort wird aber nicht sein Dach gewesen, wenn keinem sein Hort kann Dach sein, mit Menschen, Männer und Frühes, Vorrasch und Mames umbringen, wenn er glauben an Jesus, dann kann keiner mit einem Dach das Hort tun, aber doch, ich glaube, er tut das für Gott, er tut das für ihre Power, was sie wollen haben. So nehme ich das. Und, aber nu wie haben wir, wie kann er retten oder er irgendwas anderes, dass wir, und auf einmal plötzlich scheint mit einmal ein Licht vom Himmel über ihm. Und er fällt auf die Erde und hier eine Stimme zu ihm sein, Saul, warum verfolgst du mich? Saul frug, Herr, wer bist du? Sie ist so ein interessantes Ding von den Saul. Sie hat einen Teil Power. Er hat einen hohen Priester hinter sich, er hat Geld hinter sich, er hat Schuld hinter sich, und nu wird wir weiter schaffen. Und hier auf einmal scheint ein Licht, er hat Kevlar, und da wird eine Stimme, die sagt ihm so, warum verfolgst du mich? So, aber das Ding, was hier auf einem schien, diese Stimme hier, der wir so mächtig, dass er das viel zu wissen, dessen, wir haben das erste Mal Haaren an. Haaren meint es über mich, ja. So er hat viel zu erkennen, dass das, was immer das ist, stark als Axi, er sagt, Herr, was weißt du von mir? So er kennt an das Gott, und dann sagt er, das ist sehr interessant, und der Herr sagt, Axi, Jesus, den du verfolgst. Kannst du was verstehen, was aber Dollar zum Stand sind, Dollar wird jeden Spön fliehen, ist das? Er hat das, was er dachte, ein falscher Prophet wäre, verfolgt, und den seine Jünger verfolgt. Nur auf einmal, als hier Gott, was zu mir redet, auf das Weg, nur sagt er, ich sehe Jesus.
So, wenn wir wollen im Himmel kommen, dann müssen wir das anerkennen, wer Jesus ist. Heißt Gott. Und das, was Paul hier muss erfahren, dass Jesus ist kein falscher Prophet. Das ist Gott. Dat we een grote, maar we schon mit even nadenken, dat is een zeer grote omweg in Paulus zijn kop, oder wat God am verleiden deed. Ik zie Jezus, wat was nu? Dat is wat God wieder tam sagt. Ik zie Jezus, den du verfolgst, die wordt het schwor worden, je in de stachels te schlonen. Nu stu op en go an de stad aan, en die wordt gezegd worden, wat die doen zouden. So, je in de stachels schlonen, wat die schwor worden. Dat is wat ik van red van jen God vetten. Want ik denk, dat kan zijn, we zijn bekeerd, maar wanneer we niet aan den Weg gaan, wat God wil hebben, ja, dat wordt ons schwer worden, jen de stachels te slaan. En dat is wat God hier te Paul zegt. Ja, ik weet, die was dat beste, die was goed, wenn es een pot van die wel dat, maar die wordt het schwer worden, want ik zie Jezus, die was am rechten Weg. Die moet mij, Jezus, anerkennen als God. Zegt hij, nu stu op. Hij had hem haar gezegd, so dan had hij nu arbeid. Stu op en go in de stad aan en die wordt gezegd worden, wat die doen zou. En so wieder. Ich kann das nicht ganz die Geschichte lesen, wenn Tiet holen, aber Vers 8 sagt, dann stund soll ab in die Erde, von ab die Erde, aber als heute Uhren up, mir können nicht sein, sei aber Foutenarm an der Hand und Leidenarm in Damaskus nennen. Und heute können 3 Jahre nicht sein und auch in Eid und Drang auch nicht. En Vers 11 van we worden zijn, daar redt God ten een van de Gläubigen wat er wären, en daar zegt God te den bloß, hij redt van Saul, dan zegt hij, der bet. So, diese 3 Dinge, wat er nicht sein kann, nicht eten da, nicht trinken da, Saul beten. Das wir vor allem ein ganzer Anweg. Wir können eigentlich uns nicht verstellen, und gerade das Anweg ist, Saul es hier hat. Sein ganzes Leben, an den Augenblick ist der Stamm sieht, ich sehe Jesus, den Augenblick, sein rein ganzes Leben bloß ganz über den Kopf gedreht. Alles, was er bei nie gedacht hat, das wir anders. Und von nu wieder wird er kann sich nicht wählen, was will er, weil ich nu wieder, nu weiß ich dort, von nu wieder weiß ich will jeden Gott schaffen, ich da ich schon für Gott, aber nu wieder weiß ich, wo ich jeden Gott schaffen, aber ich kann mir Hand geben zu Gott, wo ich nu verstehen kann, wer Jesus ist, und wir wissen, dass alles steht. Hij zei haar, wat was die, en hij stond op en deed wat God wil gaan. En als Jona kwam voor hem beden, bekeerde hij zich. En dat in nächste kapitel, geloof ik, zei wel 14, hij vangt aan te predigen, plaats naar hemzelfde kapitel. Nu vangt hij aan van Jezus te predigen. Hij weer aangegaan toen de mensen aanbrengen, waar aan Jezus gelooft, en dan steht, predigt hij van Jezus aan de stad. Dat is het aanbrengen wat alles hier had. So, hij hier op met geen God vetten, en hij vangt aan op God zijn ziet te zijn. Hij schmeidt zich so weit weg als hij kan, wat we kunnen zeggen. Man hij de tijd had gehad in de 3 dagen wat hij gebed had, voor dat zijn zijn kop gedacht, nou ja, ik word een hoge priester zijn verlieren. Ik word alle rijke lieden in Jeruzalem zijn verlieren. Ik word mijn familie zijn verlieren. Next thing word ik al het geld verlieren. Ik word mijn schuld, word ik alles. Wanneer ik wil uitgaan en ik wil zeggen dat Jezus is God en ik wil van den te predigen, dan wil ik alles verliezen. Mijn leven dat is nu over kop gedraaid. Wat alles staat dat? Luther waar we vingen dat hij zegt, al deze dingen, wat ik roets opnam, hij zegt een beetje anders, maar al deze dingen, dat acht ik is, op Engels zegt het dung, zo Plautdietsch plus, van de plus Plautwern reden we het zijn, is mess, is grus. Al deze schijne dingen, Tim, dat ik kan Jezus hebben. Wie hebt mij in die dat? Want hast du mal von wem gehört, waar het als Leidje was, dat hij ganz van harten voor Jezus geleefd? Even Saulus, zei Luther, dat zijn ook al jaren Luther, zei hij, al die schöne dingen wat ik opgeleend had en wat voor mij weer opgeleend, wenn ik zal dat stierntje zijn, alle dingen verbezel ik door, als ik Jezus aannam, voor wie hij weer. Mijn leven draait over kop, bij mij is dat niet schuld, dus ik kan niet Jezus. En zeg ik, wil die, want u met God vetten is, wil die op Jezus te schmieden, wil die op God te schmieden, zodat die niet leid worden. Vielleicht go je alle mit Jesus, dann soll erscheinen. Aber wenn die nicht ist, wenn du mit Gott zu strugglen hast, dann zu fetten hast, dann du musst es alles und dann lauter Tag, dann go von da wieder mit Jesus taub. Davon waren wir noch nicht ganz perfekt worden, aber wir wollen uns Leben wird ganz anders sein.
von der wieder, wenn wir auf Gott seine Sicht sind und wir uns ganz vertraut haben, das ja ein anderes Bild. Wir haben nicht viel Zeit, wir haben aber noch eine Geschichte von Jona zu vertellen. Auch eine sehr interessante Geschichte, von der Buch hast und die in der Bibel abgeblättert. Ich habe lesen, worden hier some Vers bis nehmen. Jona Kapitel 1. Jona wie auch ein Mann, das sagen die, Herr Schaf, wir weiten nicht von Jona, von Fair, dass hij bloß anfangen hat, dass Gott am Reden hat. Aber so dann muss man es bloß feststellen, und das ist nicht wichtig, aber er wird bloß ein Mann, er wird ein Prophet, ich weiß nicht, was er alles für Gott getan und geredet hat, fertig. Aber dass das hier gerade anfangen, das weiß wir nicht. Aber er wird ein Mensch, er lebt. Das sagen die leben dann. Und so hier in Jona Kapitel 1, Vers 1 sagt es das, da kam einmal ein Tag, wo der Herr zu Jona am Tag sein Sehen redet. Und der Herr sagt, merkt die Reid und go nur der große Stadt Nineveh und warnt die Lied, dass sie wollen gerecht worden. Die sind durch sehr schlecht und ich werde das nicht lang dulden. Okay? So hier wie eine Stadt, das wisst ihr noch nicht, das ist eine ganze Stadt, die wird von Gott gerecht worden, weil sie sehr schlecht sind. Und Gott wird auch nicht lange Zeit geben. Das wird passieren, Gott wird bald die ganze Stadt rechten. Und Gott sein gerecht, das nicht so erscheinen. Vers 3 sagt, aber Jona stund ab und meint, er wird vom Herrn wegrennen und nur Tarsis reisen. Ja, so Jona nimmt sich die Zeit, durchzudenken. Es soll, dass er 3 Tage mit haben. Jona dachte, ich weiß nicht, wie viel Zeit er nahm, aber er dachte sich, er sagt, nope, ich gehe nicht. Das scheint mir zu schwierig. Das kann ich nicht. Das kostet viel. Diese Stadt, wenn wir studieren, das wird dann zwischen, wo Jona, das Land, wie Jona wohnt, in Jerusalem, oder wo er gewohnt hat, mag die Israeliten, in dieser Stadt Nineveh, da werden sie ein großer Feind gewesen, für viele Zeiten, ich weiß nicht, was das gerade nu wir, das ging auch, wenn Jahr und mehr, aber das werden von Natur sein Feind gewesen. So, er soll niemand diese Lied gehen, was am Frauen werden, weit auf, und nächstes noch Feind werden mit seinem Land, und da soll er nicht predigen, dass Gott wird die Stadt verdorben, dass diese schlecht sind. Nicht, das ist ja schon eine Abgabe, ne? Und so, das denke ich nicht, dass ich nicht abrechne, dass ich die wollen nächstes Jahr so eine Abgabe kriegen, und bei der Abgabe, was wir kriegen, da wenn sage ich, es merkt nicht so ein Unterschied, was wir mit Gott fährten, wann wir tun. Ich denke, es ist wie mit Gott fährten, oder dass wir an seine Seite sind. Und so, Jona, den schlägt sich anders, ist Soldat. Jona meint jetzt, was wir hier lesen, aber Jona stand ab und meint, er wird vom Herrn wegrennen in Tarsis reisen. Er ging nur Jaffa und Funkenschab, dort nach Tarsis seilen will. Er betont sein Antrittsgeld, ging ab dort Schab und fuhr auf nach Tarsis. So will er vom Herrn wegkommen. So das wie something, was Jona sich, hör ich mal noch das. Das ist something, was Jona sich entschlitten hat, ich will vom Herrn wegreisen. So, wie einer, er fährt jeden Gott und ich glaube, er wisst das nicht. Aber Jona, der wisst das. Er meint an sich, ich will von Gott wegreisen. Okay, und so, dort weit wir dann, dort wird Gott wieder mal schaffen. Es hat am Butterwielen, schickt der Herr einen starken Wind auf das Meer. Ein großer Sturm kam ab an, und so, dass sie dachten, dass er Schab könnte verbrechen. So, sei euch. Man reicht den Menschen, die gewarnt werden, zu seilen auf dem Butter, mit dem Schab zu sein, die dachten, ja mal, uns eigenes hier, uns Schab wird verbrechen. Manche können die ganze Geschichte vertalen, von der wir kann nicht Titel verlesen, das als nur noch einmal, aber in Jona Kapitel 1, was das fing. Allemaal, das nimmt sich so ran, aber wir werden lesen, dass die Menschen, das wären aufjährliche Menschen, die wunderten, die dachten zu der Zeit, wenn das ein großer Sturm wird, und man dann von der Jata kommt, so erst wird aus der Arach, so, dann nimmt sich so ran, dass sie dann Jona utfangen, dass Jona wie einer, was er jeden Gott fährten, was er von Gott wegran, und Jona stand da tau, und so sie schmeiten ihm, er jäuft wie, schmied mir ein Boot aneinander, oder er sieht, schmied mir ein Boot aneinander, was der Sturm stellt sein, das dann wird mir von Gott wegran und eng haben. So, da müssen wir uns nachlassen, und wir mein jüngster Jung, was mir auf das nachhalten, das lasse ich endlich sich Geschichte vertalen, ich hatte für ein Bildchen mal da boven wir Gott, und hier wir in der Städte, und hier wir Jona, der wieder am Boot, der fuhr weg auf dem Schab. Und dort hatte ich die Stadt gemalt, dann sehe ich, aber Gott, der könnte Jona sein, dass er da am Schab wegfuhr, nicht?
Ja, Gott, der kann. Für Gott will Jona gleich verstärken, jemand hier ganz eng im Schab wir. Dann sehen wir ein kleiner 5-jähriger Junge, sagt in Gott kann Jona Stadt und Nineveh auch noch sein. Ich dachte so, wow, das ist so. Gott kann nicht bloß Jona sein, Gott kann auch noch mit der Stadt sein. Das ist hier, was er hat wollt. Er hat wollt, wir denken fertig bloß an Jona. Gott will Jona bei sich Stadt, will heiraten. Das ist, was er will. Und dann fehlt er an Jona. So Gott muss nicht beten mit der Stadt und mit Jona schaffen. Er will für ein Bett eine Heilung haben. Und so interessant ist das. Und so kann Gott alles sein. Und alles regieren, nicht? Wenn wir am Loten. So Gott dachte, was wollen wir nicht tun? Jona Stadt fehlt heiraten und Jona fehlt heiraten und viel Bett heiraten, viel Bett halten. So, das ist Gott mit mir und die auch jetzt, wenn wir nicht auf sein Weg gehen. So, er schickt einen Sturm dort an, und der Fisch, wie weit in die Geschichte, sie schmeißen am Boot an, Gott hat einen großen Fisch gemerkt, der schluckt ihn ab, wir uns noch gerne anlassen, wo dort wir. Und Jona ging dort an und er predigt. Und so interessant zu denken, dass die Menschen sich da bekehren und Gott reden, dass Jona dort nicht die Sache wird. Er sagt, da sagt er zu Gott, was wir können lesen, sieh Gott, ich weiß das, wenn ich gehen predigen, dann werden die Menschen sich bekehren. Das weiß ich sehe die dort, die werden sich bekehren. So unzufrieden, so ein Mensch wie Jona. Das ist eine andere Geschichte. So, er ging auch predigen, wie dann noch nicht ganz mit dem Hort bei der Sache, ob Gott seine sieht. Ich will dir noch ein Vers verlesen. So, was ich bloß will sagen, mit der Geschichte, mit soll seine Geschichte, den Gott fährten, wenn dort immer wer ist, was vielleicht ist er ein Port am Hort ist, wer wir dort Gott übergeben. Wer wir uns wählen, so soll es sein, wer wir uns sehen, was ich wählen, und Gott hinterherzugehen, laut Gott unsere Welt über den Kopf drehen, in hinterhergehen. Und dann proben wir, das war ich weil ich sage, ich komme da nicht einmal nur, ich tue auch nicht, aber ich sehe das manchmal nur gekommen, ich sehe das genug nur gekommen, dass ich weiter zu sehen, mit Gott zu gehen. Und dass es ein großer Ansehen ist, nicht mit Gott zu gehen. So viel Erfahrung habe ich, und vielleicht hast du auch. So, wenn wir uns das wählen, wenn du was hast, wo du fährten das mit Gott, ja, am das. Sieh einfach nicht, was Gott vertrauen hat. Wir haben eine zweite Chronik in Vers, was ich sage gleich da, mir manchmal versuchen nur zu erreichen, und ich will die anladen, das auch zu tun. Zweite Chronik, Kapitel 16, Vers 9, der erste Part vom Vers sagt es das. Aber hier ist eine ganze Geschichte, aber das Vers, wir können von der nicht durchgehen, und sagt es das. Der Herr hält die ganze Ehe am Ehe. Das sagt Jona in Jona Stadt, die ganze Ehe. Er sagt nicht bloß Jona, er sagt Jona Stadt, er sagt alles. Und so sagt er mir in die auch. Das sagt hier, der Herr hält die ganze Ehe am Ehe. Die Bietestunden, wat met een ongeduldig hart vertrauen. Een ongeduldig hart. Zie, man denkt du, ja, wir sind Christen, wir folgen Gott nur, aber wenn wir einen Aufgott haben in uns Leben, dann haben wir ein geduldig hart. Gott wird nicht Gott sein, mit wem taub. So, wenn wir mit einem ongeduldig hart, und meint, uns Hart ist nicht geduldig, uns ganzes Hart, uns ganzes Leben, so gut es wir dann kann, je wie Gott, und wir leben für ihn. Was sagt das hier? Wir den Vers noch einmal lesen. 2. Chronik 16, Vers 9. Der Herr hält die ganze Ehe am Ehe, die Bietestunden, was mit ongeduldig Hart vertrauen. Darin sage ich, Gott vertrauen, das ist ein Schutz für mich und die. Gott sagt, die Bietestunden, stell dir doch mal vor, wenn Gott die wird beistehen. Nicht bloß, dass ich will für Gott zu schaffen, ich will für sie anbieten stehen, aber wenn Gott die wird beistehen. Das ist, was er sagt. Gott checkt. Das ist Jona und Saul ist dort ab sein Piet in Jona Stadt, mit einmal alle bechecken dort, so becheckt er mir und dir. Und er sieht, die Bietestunden wird mit einem ungeduldig Hart vertrauen. Gott mit ihnen.